Ja, moin moin. Mit diesen ersten Eindrücken, die ihr hinter mir seht, heiße ich euch herzlich willkommen in Kitzingen. Und zwar handelt es hier um ein Depot der US-Streitkräfte. Das Ganze ist jetzt hier absoluter Spontanbesuch, war nicht geplant. Ich werde euch die nötigen historischen Informationen dazu oder auch die bauliche Weise, die ich hier nicht beschreiben kann, die werde ich euch in die gelben Untertitel setzen, wie immer. Aber zunächst einmal werden wir uns jetzt hier auf das Gelände begeben und mal schauen, was sich uns hier darstellt. So, gehen Sie mal weiter. Ja, da haben wir als erstes mal so ein kleines Postenhäuschen. Jetzt mal eben einen kleinen Blick drauf werfen hier auf die Geschichte. Ja, das Ganze steht hier schon ziemlich lange leer. Wie gesagt, zu diesen Daten werde ich euch dann noch entsprechende Einblendungen machen, von wann bis wann das hier betrieben wurde und wofür es letzten Endes auch da war. So, dann kommen wir hier mal zu der ersten, ja, ich sage jetzt mal Bunkerreihe, Lagerhausreihe. Das ist schon mal sehr, sehr schön hier gestaltet. Was wir auf jeden Fall als erstes mal festhalten müssen, ist diese typische Rampenbauweise hier. Die hat die US-Armee sehr häufig gehabt, im Gegensatz zur Bundeswehr. Die wurde viel so gebaut, dass man hier mit dem LKW auch dran fahren konnte. Wobei das hier aufgrund der Schmale heißt das so? Der Schmäle? Naja, ist auch egal. Aufgrund von wenig Breite können das hier nicht allzu große LKWs gewesen sein, die hier rückwärts rangefahren sind. Vielleicht ist man hier auch einfach von der Seite rangefahren. Insofern man nicht auf der anderen Seite da noch Tore hatten, das durchladen kann. Ja, das werden wir aber sehen. Das wird sich uns erschließen hier, das Ganze. Wenn wir uns hier erstmal ein paar Meter bewegt haben, sollten wir da eventuell auch eine Antwort drauf finden. So, in so einem Teil drin war ich jetzt noch nicht. Das erinnert mich sehr an die Szenen, die ich in Bad Kissingen, meine ich, gefilmt habe. Das Video ist aber nicht mehr online, da ich mich da mit der Historie habe durch viele Informationen, die im Internet standen, völlig fehlleiten lassen habe. Ah ja, auf der anderen Seite kann man auf jeden Fall nichts rausladen. Hier haben wir da oben aber dafür eine Belüftung und wir haben diese typische, ja, Rippenbauweise, nenne ich das jetzt mal. Da gibt es auch eine Bezeichnung für. So sieht dann hier so ein Bunker aus. Da nehmen wir jetzt aber auch nur einen als Beispiel mal eben. Ja, noch ein Elektrokasten. Beleuchtung sehen wir hier drin, aber sonst ist hier auch nichts weiter großartig festzustellen. Ja. Aber so von der Atmosphäre her, coole Nummer hier. Tolles Gelände. Die Beleuchtung der einzelnen Lagerhäuser. Ich weiß gar nicht, wie ich hier einen Schnitt machen soll. Wir sind hier schon direkt bei dem nächsten Bunker, Lagerhaus. Wir haben hier in diesem Fall, seht ihr ja auch, keine Rampe davor. Hier war also ebenerdiges B- und Entladen mit irgendwelchen Flurförderzeugen. Einmal kurz reingefilmt. Oh ja, das ist auch echt ein großes Teil hier. So, ich mache noch mal eben einmal das Licht an dazu.
Allerdings werden wir auch hier nicht jeden einzelnen Bunker filmen, sondern das Ganze immer nur ausschnittsweise handhaben. So. Graffiti, Belüftungsloch und sonst ist das hier eine ziemlich kahle Struktur. Aber alles, wie ich das jetzt sehe, sehr trocken, also wirklich gut abgedichtet. Läuft scheinbar kein Wasser rein. Ja. Sieht gut aus hier. Ja, sehr schön. Sehr schöne Struktur. Dicke Eisentüren. Gut, die sind nicht jetzt komplett aus Volleisen, aber die haben so ungefähr 20 cm werden es sein. Super. Ja, dann gehen wir hier noch mal ein Stückchen weiter hoch. Und ich schaue euch wieder dazu, wenn es was Interessantes zu sehen gibt. So, das ist so ein Anfahrschutz, denke ich, um den Hydranten nicht aus Versehen umzufahren. Und da unten sind wir gekommen. Befinden wir uns hier schon ganz oben am Ende der Straße. Da vorne ist ein Tor, das heißt, da ist dann auch wieder eine Ausfahrt. Dann gehen wir jetzt noch mal schauen, inwiefern das hier einmal... Ne, wir machen hier One-Take draus, pass mal auf. Ich hatte erst vermutet, dass man hier einmal um das Gelände herumfahren kann. Also innerhalb des Geländes, dass hier eine Schleife liegt. Aber hier liegt gar keine Schleife, hier ist lediglich eine Durchfahrt, sag ich mal, von der einen Seite auf die andere Seite. Interessant. Ein herrliches Kleinod. Hier sieht man auch schön die Doppelzaunanlage, die hier ja mal war oder immer noch ist. Und hier haben wir auch, das kann ich jetzt natürlich auch feststellen, hier haben wir den Einfahrtsbereich. Das heißt also, hier ist der Hauptbereich. Da unten stand ja nur so ein ganz kleines Wachhäuschen. Und hier haben wir einfach ein entsprechend größeres Wachhäuschen. Dann schauen wir uns auch noch mal eben kurz an. Ich glaube, ja doch. Ah ja, schön. Außerhalb haben wir auch noch ein bisschen Struktur. Gehen wir gleich noch mal drauf ein. So, gucken wir hier mal eben. Ja. Willkommen zum Wachhaus. Warten Sie kurz. Ist ein bisschen holperig, aber ich kann den Hund da nicht mit reinnehmen. Ich weiß nicht, was da drin alles für ein Schutt wieder rumliegt. Einmal dran vorbei gefilmt. Oh, hier ist schon zu Ende das Kabüffchen. Oh ja, das ist wirklich ein ganz kleines Teil nur. Sah man von der Straße aus nicht. Gut, da war meine Lampe angebracht. Hier haben wir so ein kleines Überdach. Ja, und hier drin. Oh ja, okay. Hier ist auch schon wirklich alles kaputt gekloppt. Der ehemalige Sanitärbereich. Ja, viel hatten die hier auch scheinbar nicht an Wachmannschaft. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann hier vielleicht waren. Also 2, 3 Mann oder sowas. Maximal. Ne? Vielleicht hier drinnen 2, da hinten noch einer. Und ob das hinten dauerbesetzt war. Ja gut, bei Nutzung der Anlage muss es ja besetzt gewesen sein. Wenn die hier also nach dem Prinzip, wir fahren hier rein und fahren da hinten wieder rausgearbeitet haben, dann wird das so gewesen sein. Gut, alles Mutmaßerei. Ja, Kabel sind hier nicht mehr viele drin. Da waren die Kabeldiebe am Werke. Hier haben wir noch so ein paar Schilder. Guck hier, das ist schön, das kommt doch direkt aus den USA, denke ich. Auch großartig. Mal eben zumachen. So, Caution. Ja. Diese Bedienpaneele finde ich natürlich immer richtig klasse, sowas. Aber einmal ein bisschen entspannt abfilmen. Lampentest haben wir hier auch. Ja. Schöne Sache, das wahrscheinlich hat das irgendwie mit den einzelnen Bunkern da zu tun. Ja, super. Okay, dann gehen wir hier wieder raus aus dem Kabüffken und gehen noch mal eben da vorne rüber.
So, nochmal eben ein kleiner Schwenk über den Haupteingangsbereich. Und dann haben wir nochmal auch diese typische amerikanische Bauweise, diesen Stil, den man so kennt. Haben wir noch so Trafohäuschen hier stehen. Steht auch noch eine Bezeichnung dran. Ich gehe noch mal ein bisschen näher dran an die Geschichte, da kann man es etwas besser sehen. So denke ich, ja, so passt das. Ja, die haben wir ja auch schon oben bei Point India, haben wir so eine Anlage ja auch schon gesehen. Und da bin ich ja ganz zum Schluss erst nach vorne gegangen und habe festgestellt, dass da alles irgendwie offen war. Dann können wir einmal gucken, was hier ist. Nein, hier ist nicht offen. Hier haben wir eine komplett andere Bauart dieser Sache. Keine Tür, nix. Gut. Ja, dann möchte ich auch an dieser Stelle das Video hier beenden. Wie gesagt, die genaueren Informationen zur Geschichte und was hier gelagert wurde, das habt ihr dann sicherlich unten im gelben Untertitel gehabt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen und ihr schaltet auch dann wieder ein, wenn es wieder heißt Joscha und Dexter auf Tour. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja, ich denke, man kann sehen auf der Kamera, das ist einer der Lüftungsschächte von diesen einzelstehenden Bunkern. Das wollte ich euch nicht vorenthalten, deshalb habe ich noch mal eben kurz die Kamera angeworfen. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht super sehen kann. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Innen drin haben wir noch ein kleines Tor, durch das man in den Innenbereich dieses Doppelzaunes gelangen konnte. Und was wir hier auch haben, ist dann noch eben kleine Eindrücke der Belüftungsanlage dieser Bunker, die da an dieser Verladerampe standen. Ja, da vorne seht ihr noch mal das Tor. Ja, es ist ja auch immer so eine Frage des Details, deswegen hänge ich das hier noch mal eben hinten dran. Und normalerweise produziere ich ja keine Cliffhanger, aber wenn ihr wissen wollt, wie es auf dem hier nebenan gelegenen der ehemaligen Special Ammunition Site aussieht, also dem Atomwaffenlager, dann solltet ihr auf jeden Fall das nächste Video anschauen. So, bis dahin. Jetzt aber wirklich Schluss hier mit dem Ding.